Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag auf unserer kleinen, aber feinen Obo-Bühne. Wenn ich jetzt sage 1987, was war das gewesen? Richtig, Gründungsjahr von Obo Bittermann Österreich. Und Heinz Heider hat 33 Jahre lang, erhält den Rekord 33 Jahre lang als Geschäftsführer von Obo Bittermann Österreich. Aber der Nachwuchs stand schon bereit und nun im 15. Jahr Geschäftsführer Obo Bittermann Österreich, Jürgen Marksteiner. Danke fürs Kommen. Wir freuen uns darauf. Heute haben wir österreichische Woche. Heute Morgen haben wir Herrn Achammer hier. Und jetzt Jürgen Marksteiner, Geschäftsführer Obo Bittermann Österreich. Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Freut mich über die österreichische Woche. Und ich werde ein bisschen was über unsere neue Niederlassung in Grammat-Neusiedl erzählen. Ich wollte mich gerade fragen, wo ist der Kaiserschmarrn? Ich sehe ihn nicht hier. Ich habe heute auch schon die Sachertorte bei der Nachspeise vermisst. Ja? Aber beim nächsten Mal werden wir daran denken und nehmen das mit. Aber ich lade dich jetzt, oder Dankeschön. Ich lade Sie schon sehr herzlich ein. Dankeschön. Beim nächsten Besuch in Österreich bei einem Vortrag werden wir mal gemeinsam auf einen guten Kaiserschmarrn gehen. Das werden wir tun, auf jeden Fall. Prima. Danke schon mal jetzt im Vorfeld. Gerne. Ja, genau. Es gab einen Umzug, ein neues Gebäude. Das Ja. habe ich gesehen. Ein wunderschönes Gebäude, muss man so sagen. Viel mehr Platz, viel mehr Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage, wie möchte man mit dem Team Obo Österreich in dieser neuen Umgebung jetzt arbeiten? Das ist eine sehr gute Frage und es freut mich, die ausführlich zu beantworten. Wie man hier auf der in der Präsentation schon sieht, ein Bild unserer Niederlassung, unserer neuen in Grammat-Neusiedl. Das ist, man denkt, sehr weit vielleicht von Wien weg. Nein, ist aber ganz in der Nähe. Und wir werden dort mit SSKK, hört sich etwas schräg jetzt an, KK für Kaiser, König oder was, aber das heißt ganz klar, wir wollen mit einer klaren Strategie, Struktur, mit maximaler Kreativität und unserer Kommunikationsfähigkeit einerseits eine klare Zieldefinition am Markt vorgeben. Wir werden maximale Kreativität im Marketingbereich durchführen und gemeinsam mit dem Team Oberösterreich werden wir natürlich, wo im Mittelpunkt die neue Immobilie steht, den nächsten Vorschub der österreichischen Niederlassung geben. Wer so begeistert ist, der muss mir jetzt aber auch Beispiele nennen. Ja, da habe ich ein sehr gutes Beispiel in der ganzen Thematik. Wenn man sich jetzt dem Gebäude nähert, ja, und dann in das Gebäude auch eintritt, sieht man schon den freundlichen Empfang. Und wir haben hier unsere klare Strategie im Schulungsbereich auf Obo Support Plus. Intern haben wir das Thema auch, dass wir das liebevoll UBEMA-Schulung bezeichnen, ja, das Ganze. UBEMA, wir arbeiten immer sehr gerne in Kürzel. Ja, vielleicht ganz kurz erklärt, der unbezahlte Mitarbeiter. Aber was hat es damit auf sich? Unbezahlte Mitarbeiter, jeder freut sich, wenn er einen Mitarbeiter hat, den er nicht bezahlen muss. Ja? Und noch dazu mit einer entsprechenden Motivation und Wissen ausgestattet, erreichen wir hier den gesamten Markt und eine optimale Kundenbindung. Das Obo Support Plus Programm in Österreich ist geteilt in 3 Module plus ein paar Zusatzmodule. Modul 1 ist ein aufbauendes Modul, mit dem wir quasi das Grundinteresse, das Grundwissen der Elektroinstallation für unsere Kunden, sprich Elektroingenieure, aber auch im ganzen Bereich des Elektrogroßhandels abdecken. Im Modul 2 wird aufbauend auf Fragen zusätzliches Wissen, was generiert wurde, beziehungsweise was man will, dass vertieft wird da weiter darauf aufgebaut und wird das weiter hochgepusht. Und im Modul 3 dann die Belohnung, die Verleihung der Sales-Ingenieurkunde. Das heißt nochmal ein genereller Überblick über das Erlernte, ein kurzer Rückblick und dann klar wieder nach vorne mit einem Besuch im Werk in Bucci in Ungarn unten kombiniert, übergeben wir eine Urkunde und somit haben wir hier eine maximale Kundenbindung. Und der kommt gerne immer wieder zu uns zurück, der Kunde. Und darüber hinaus, ich bin so im Redefluss und merke, welche Begeisterung ich da habe. Nur weiter. Und haben wir auch die Next Generation jetzt entwickelt, weil wir haben gemerkt, es gibt immer welche, die neidisch dann auf die Kollegen gucken. Ja, wenn die dann in so ein Schulungsgebäude, ich schaue immer da hoch, aber wenn die in ein Schulungsgebäude kommen und sagen, wow, das war so toll dort, ich möchte das auch machen, darum Next Generation, neue Mitarbeiter von unseren Kunden, die das Interesse für die Elektrotechnik entwickelt haben, die wollen mehr
ich will mehr. Und wenn die sehen, wie professionell das abläuft, wie man denen weiterhilft, auch von der Normen, technischen Seite, angelehnt in Erklärung mit unseren Produkten, was gibt es Schöneres? Und auch die Seitenblicker. Auch da ist immer so ein bisschen ein neidischer Blick. Ja. Ich bin ja nur Licht, ich habe ja nicht Installationstechnik. Ja. Und ich habe da so tolle Schulungen. Und wie komme ich dazu? Und da ist das Thema, wir binden die ein, weil im Bereich Licht besteht immer der Bedarf auch an Kabelverlegung, Überspannungsschutz. Somit gibt man hier einen kleineren Ausblick, ist ein Modul, das nur für einen halben Tag anberaumt ist, aber man taucht in die Welt ein und wenn er dann die Lunte gerochen hat, ja, dann kann er gern in unser Support Plus Programm einsteigen und sich dort weiterentwickeln und hocharbeiten bis eben zum Sales Ingenieur. Und ganz neu für nächstes Jahr, jetzt sind wir ins neue Gebäude übersiedelt, machen wir den Obo Master. Und der Obo Master ist das Tüpfchen das ist so quasi der Ingenieurstandard, ja, wo dann die Sales Engineers wieder kommen. Da gibt es noch ein schönes Rahmenprogramm nochmal, aber wo wir auch andere Qualifikationen im wirtschaftlichen Bereich, Verkaufstraining, in dem Thema auch stark vermitteln und an die Leute weitergeben, dass sie uns weiter gewogen bleiben und wir hier die maximale Bindung haben und es geben sie immer wieder kreative Momente, wo wir uns austauschen und wo wir weiter dran ansetzen können. Das klingt nach einem sehr hohen Qualitätsstandard. Wie kann man den denn sichern? Ja, den Qualitätsstandard, den sichern einerseits einmal mit der neuen Immobilie, aber auch natürlich mit einer permanenten Fortbildung unserer Vortragenden. Und dazu haben wir FEANI. Ja. Was heißt jetzt FEANI? Ist wieder so ein Kürzel, ist wieder was Österreich-Spezielles, richtig? Nein, ist nichts Österreich-Spezielles, ist sogar was Europäisches. Oh. Ja. Ich wurde schon gefragt, ist es eine Hunderasse oder was ist denn das Spezielles? Nein, das ist eine österreichische Bezeichnung für die Föderation der Ingenieursvereinigung über ganz Europa. Wir greifen hier auf einen Pool, wo Fachwissen intern besteht, zu. Und wenn man dort nachsieht, beziehungsweise Qualifikationsgrade abgefragt werden, die uns weiterhelfen, sage ich jetzt einmal auch bei einzelnen Vorträgen hier noch weiter in die Tiefe einzugehen oder bei anderen Plattformen aufzutreten, dann schauen sich die ganz gezielt an, wer hat diese Qualifikation, wer kann das, wer macht das. Und da haben wir ein entsprechend ausgebildetes Team, die diese FEANI-Zulassung haben und speziell darauf ausgebildet sind. Gut, jetzt reden wir über technische Qualifikation. Die haben wir jetzt ausgiebig interpretiert, reichlich ausgiebig interpretiert. Alles gut. Nein, aber jetzt, wenn wir mal schauen in die vertriebliche Schiene, da brauchen wir auch Qualität. Da brauchen wir auf alle Fälle Qualität. Darum sind wir auch in dem Obo Support Plus Programm. Wir haben ja auch nebenbei noch die Obo Akademie, die wir auch intern sehr stark nutzen, wo wir unsere Vertriebsmitarbeiter, sei es jetzt technischer Innendienst, aber auch im Lager, dass der mal weiß, was nimmt er da raus. Wir haben da vorher ein schönes Bild von unserem Lager gehabt. Ja. Ich bin ganz stolz, das herzuzeigen. Aber auch natürlich die Vertriebsmannschaft muss immer up-to-date und fit sein zu den Bedarfen am Markt. Ja. Die sind das Gesicht, die sind die Ohren, die sind die Augen. Die sagen mir als Geschäftsführer, das brauchen wir. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass die auch permanent und laufend geschult werden, damit wir da in dem Bereich weiterkommen. Und auch das wirkt sich wieder positiv auf die ganze Weiterentwicklung der Tochter aus. Wenn die nur 10% von dem haben, was mir gerade gegenüber sitzt, da hat Obo Österreich eine goldene Zukunft, eine Sachertorten-Zukunft. So, ich stell die Fragen jeden. Ja. Zukunftsblick, nächsten 5 Jahre, Vision, Mission, wo ist das Ziel? Da muss ich mich jetzt kurz ein bisschen an meiner Mitschrift oder anhalten. Ja. Aber grundsätzlich positiver als so mancher Berichterstatter. Ja. Dann interessanter als so manche Zukunftsperspektive. Auf alle Fälle spannend. Wir stehen täglich vor neuen Herausforderungen und denen wollen wir gewachsen sein und wollen wir auch mit Spaß entgegentreten. Ja. Und zu guter Letzt noch der gewisse Optimismus, der gesunde Optimismus, der dazugehört, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein. Und gemeinsam mit der Holding werde ich für die Oberösterreich auch zukünftig die richtigen Entscheidungen treffen und den Fortbestand sichern. Wir haben da ein ganz klassisches Motto für Österreich, nicht Sachertorte und Kaiserschmarrn, aber bei uns heißt es immer, die Windschutzscheibe ist größer als der Rückspiegel.
Besser kann man sich beenden. Jürgen Marksteiner, es war mir ein wirkliches Vergnügen zu lauschen, zu hören und vor allen Dingen, da merkt man Begeisterung, das finde ich toll. Vielleicht könnten wir, ja, die Obo-Bettermann-Straße 1. Möchte ich nochmal hier in den aufstellen. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Kaiserschmarren in Österreich. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch schon drauf. Dankeschön. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bald.